die Brücke mit Telefon. Welkom bij de provincie Flevoland. Aanmelding bediening de sluizen en bruggen. Kies een 2 voor aanmelding bij een sluis. Kies een 3 voor aanmelding bij een brug. U heeft gekozen voor een brug. Kies een 1 voor Vollenhoverbrug. Kies een 2 voor... U heeft gekozen voor Vollenhoverbrug. Kies nu uw tijdstip van verwachte aankomst. Kies een 1 voor binnen 5 minuten. Kies een 2 voor binnen 15 minuten. Kies een 3 voor binnen 30 minuten. Kies een 4... U bent aangemeld bij de Vollenhoverbrug. Okay. Das war's, ne? Das war's. Wir haben jetzt per Telefon die Wollenhofer Brücke auf 15 Minuten gesetzt. In 15 Minuten macht die auf. Das heißt, wir müssen uns jetzt dran halten. Jetzt haben wir die auf 15 Minuten gesetzt, die Brücke. Jetzt müssen wir uns auch sputen. Du bist jetzt komplett los? Ja, okay, komm an Bord. Oh, dann geht's los. Wie gesagt, wir haben ja der Brücke gemeldet, dass wir in einer Viertelstunde die Brücke geöffnet haben möchten. Die ist zwar gerade offen, aber die wird noch mal schließen. Ja, Wind kommt wieder auf. Ja, manchmal ist das nicht so einfach, von der Wand wegzukommen. Frank kämpft auch noch. Man sieht jetzt die vielen freien Plätze. Also ich glaube, hier hat man nie Probleme, einen Liegeplatz zu bekommen. Unser heutiges Ziel ist Blockseil. Das ist nicht weit, halbe Stunde sind wir da. Da oben ist eine Fischräucherei und den kann man empfehlen, schmeckt sehr lecker. Wir sind wieder auf dem Weg und in 10 Minuten soll die Brücke öffnen. Und da bin ich mal gespannt, ob das auch funktioniert. Rot-Grün. Gleich gehen die Schranken runter und wir können die Fahrt fortsetzen. Jürgen hat nochmal nachgefragt über Funk, weil die Zeit ja doch schon abgelaufen war und die Brücke sich noch nicht geöffnet hat. Die Sonne will sich rausdrücken. Heute ist es etwas ruhiger auf dem Wasser, nicht viele Boote. Jetzt geht die Brücke hoch. Die Brücke ist mit EU-Geldern gesponsert worden, ist sehr stylisch, eine schöne Brücke. Die Fahrt nach Flugzeug ist kurz. Wir mussten jetzt auch noch mal die Brücke angucken, weil sie nach 15 Minuten nicht aufgemacht hat. Aber dann hat er mir gesagt, kurz einen Moment warten und dann geht es auf. Hier im Wollenhofer Meer gibt es keine Angaben über die Tiefe. Daher halten wir uns streng an die Fahrrinne. Es ist kalt geworden heute. Die Sonne scheint nicht, der Wind weht, die Temperaturen sind relativ niedrig. Es ist sehr ungemütlich. Hinter der Plane geht. Kurz vor Blockseil hat man hier noch mal einen kleinen Rastplatz gebaut, neu. Da kann man 3 Tage, ja 24 Stunden liegen bleiben. Schön neu gemacht. Wir haben unser Ziel gleich erreicht. Es war heute nur ein ganz kurzer Turn. Hier vorne sind so kleine Segelbötchen, die ferngesteuert werden. Die werden wieder zu den Kindern, wenn sie spielen können. Guck dir das an hier. Wir fahren eine richtig kleine Regatta. Durch diese enge Gasse müssen wir durch. Und dann schauen wir mal, wo wir einen schönen Liegeplatz finden. Da steht wieder diese Skulptur. Schon ganz schön verrostet. Ja, schauen wir mal. Ja, wenn wir euch Lenkzeit gehen, ist okay.
können jetzt an den Steg gehen, da rechts oder bei uns im Päckchen. Ich wollte bei euch ins Päckchen gehen, geht das? Ja, kein Problem. Okay. Passt schon. Bei der Kälte wird von unten gefahren heute. Genau, an den unteren Poller, ja. Das wäre es jetzt gewesen. Genau so ist mein Vater ins Wasser gefallen. So ziehen und dann. Man muss es ja mal passieren, ja? Deswegen konnte ich noch reagieren. So, jetzt hab ich. Ja, Jawohl. hat verloren. Top-Liegeplatz hier. Ja, hier haben wir noch nie gelegen an der Mauer. Ja, wir haben Der meistens war immer voll. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir haben immer da gelegen, da wo der Kutter liegt. Aber der ist auch gut, der Platz eigentlich. Ja, der war da nur am Basteln, da war ich mir nicht sicher. Wir haben einen schönen Platz hier, direkt an der Kade, an der Schleuse. Da haben wir hier noch nie gelegen. Franco und Claudia sind im Päckchen. Flugseil ist natürlich sehr windgeschützt durch die hohen Bäume und Häuser ringsherum. Und man kann ja auch gleich Sightseeing an der Schleuse machen. Ein sehr schöner Platz an der Mauer. Hier muss man noch mindestens 12 Meter sein, um anlegen zu dürfen und sollte im Päckchen liegen. Das Hafenmeisterbüro ist drüben auf der anderen Seite. Drüben liegen zwar auch viele dicke Boote, aber da sind uns die Stege viel zu kurz. Könnte jetzt auch noch da liegen, wo der Schlepper gerade ablegt. So eine Schleusung ist natürlich auch ein Zuschauermagneten für Touristen zum Gucken. Zu Mittag gehen wir eine Frikadelle Spezial essen. Wir essen heute Mittag Frikadelle Spezial. Ein typisches holländisches Gericht. Mit Fritten und Mayo. Blokseil ist auch sehr kompakt. Am Hafen gibt es dann jede Menge Restaurants, Imbissbuden und auch vorne gibt es auch Kibbeling. Wenn du jetzt hier vor dem Sanitärgebäude stehst, ne, das sieht so winzig aus und da denkst du, da kann doch gar nichts drin sein in dem Gebäude. Ja, stimmt. Sieht richtig klein aus. So, dann bist du hier drin. Dann gibt es hier die Kartenautomaten. Und jetzt pass mal auf. Jetzt gehen wir hier in den Sanitärbereich rein. Und der ist riesig. Und der ist riesig. Ja. Guck mal hier, Waschmaschine und allem drum und dran. Ja, mit Waschmaschine alles. Das kann man von außen gar nicht glauben. Ja, das stimmt. Für einen, der sich nur wäscht. Die hängst du rein und dann läuft es nur, wie du, dann zählt das Geld runter. Richtig, und dann kannst du Ja, das heißt, pass auf, der geht auch sofort ja, an. du hängst die Karte hier rein und dann duscht die und so lange bis die Karte wieder rausziehst und das wird dann entsprechend abgebucht. Ah, jetzt für Behinderte. Dusche, Wickeltisch, also ist alles vom Feinsten. So, wir laden jetzt mal die Karte auf, wir stecken mal die rein. Wir haben noch 8,50 Euro drauf und schmeißen mal 2 Euro nach. Jetzt haben wir 10,50 Euro drauf. Und dann können wir die Karte rausnehmen. Und jetzt sind wir hier in der riesengroßen Shoppingmeile von Blokseil. Um in die Schleuse zu kommen, müssen wir auch die Brücke passieren. Alles Handarbeit noch. Im Blokseil sind immer ganz viele Motorräder unterwegs. Die Schleusemeisterin hat erst die Brücke, muss dann zur Schleuse und kann dann erst die Schleuse zumachen. Bei Regen macht das keinen Spaß, wenn die durch die Gegend laufen muss. Der Wind hat sich jetzt was beruhigt. Wenn man an der Mauer nicht liegen darf, ist dieser Steg hier, wenn man Platz kriegt, immer sehr schön.
Da kann man sehr gut seitlich liegen und hat genügend Steglänge. Die Stege hier sind am Anfang sehr kurz, werden zwar hinterher etwas länger, aber für unser Boot ist es doch immer relativ knapp. Okay, der Hafenmeister hier. Wie viele Personen? Zwei. Zwei Personen. Eine Nacht? Eine Nacht, ja. Längere Boot ist 18,40 €. Darf ich die hier auslegen? Ja, vorig Jahr bin ich hier auch gewesen. Ja, genau, ja. Ich habe das nachgeguckt auf YouTube. Ja, okay. Genau, vom letzten Ich habe das gesehen. Im Herbst waren wir da. Ich Genau. habe das gesehen. Ja. Hier, gut und da, ne? Ja, ja. Super. 18,40 € für eine Nacht. Allerdings kostet der Strom hier extra. Und natürlich auch die Duschen. Der Strom ist relativ teuer, das läppert sich dann schon. Die Marek haben wir gestern auch in Wollenhove gesehen. Schönes Boot, auch schon im neuen Stil. Die Stege sind hier länger. Ja, es geht so gerade. Trotz der frühen Jahreszeit ist hier alles ziemlich voll. Es sind nur noch ganz wenige Plätze frei. Hier ist das Hafenmeisterbüro mit dem netten Hafenmeister. Hier mal die Einfahrt von einer anderen Perspektive. Die Bronzefigur etwas unter durch die Bäume, die jetzt gewachsen sind. Sieht man vom Boot aus gar nicht mehr. Dann geht's hier rein und da hinten liegen wir direkt an der Schleuse. Das ist natürlich Luxushausboot mit eigenem Garten noch und Garage an Land. Schon vom Feinsten. Und Klimaanlage, Dachterrasse. Solar, also perfekt. Ja, alles. Ja, hier der Liegeplatz ist nicht kostenlos. Da kann man zwar liegen, sieht zwar so aus, aber man muss dann beim Hafenmeister Liegegeld bezahlen. Steht hier auch auf dem Poller drauf. Geht der immer so hoch? Sind Runter, runter. ein Artist, der Runter. Dort drüben ist das Restaurant mit dem Michelin-Stern. Da haben wir heute keinen Platz gekriegt, deshalb gehen wir heute in die Schleusssicht. Aber hier schmeckt es auch. Bei schönem Wetter sitzt man hier am Restaurant Schleusensicht, natürlich ideal. Ein sehr schönes, gemütliches Lokal. Und die Vorspeise steht an. 3-mal Mustard Soup. Und ich mag keinen Mustard, deshalb gibt es für mich mal wieder Carpaccio. So, hier sind die Schnitzelkönige. Und ihr habt den Burger. Ja. Den Sluice Burger. Wieder mal gut gegessen. Ein gut bürgerliches Lokal mit zivilen Preisen. Kann man empfehlen, mit schöner Aussicht. Ja, von der Schleusenbrücke am Restaurant vorbei. Und da hinten ist auch der Supermarkt. Alles gut fußläufig zu erreichen. Hier geht es morgen weiter. Eine herrliche Ruhe heute Abend hier am Wasser. Die Schleuse hat schon doppelrot. Jetzt sind wir mal auf der anderen Seite von Blokseil. Auch noch so ein kleiner Gischkanal. Ja, auf früheren Karten war das hier auch mal als Passantennamen ausgewiesen. Da hinten gibt es einen Kran. Ja, auch hintenrum ist Blokseil nett gemacht. Und da sind wir auch schon wieder auf der Straße Richtung Hafen. Eine tolle Abendstimmung. Und da Charterer. Und dahinter sind auch schon wir. Ja, jetzt sind wir froh, wieder an Bord zu kommen, weil es ist doch richtig kalt geworden. Wir sind nach dem Spaziergang doch durchgefroren. Dort geht es Richtung Giethorn und Kahlenberger Gracht. Ein umgekehrter Flug Richtung Schleuse und dem Becken von Blokseil. Das ist der Weg nach Wollenhove.
Ein Rundflug über Blucksaal zeigt, wie klein der Ort eigentlich ist. Außer 2 Häuserzeilen gibt es da nicht viel. Wir liegen diesmal in der Mauer neben der Schleuse. Ein toller Platz. Was bleibt von Blucksaal? Ein schnuckliger Ort. Hier so im Becken, da liegt man gemütlich. Abends die Lichter wirken sehr romantisch. Es gibt einige Lokale hier, allerdings alles die gleiche Richtung, gut bürgerlich, aber von gut bis sehr gut. Sogar ein Sternrestaurant gibt es hier. Wir liegen gerne hier mal. Wir haben dieses Mal Glück, sogar einen Platz hier direkt an der Mauer bekommen zu haben. Man sollte hier sehr früh da sein. Es ist sehr voll. Im Hochsommer wird es noch viel voller sein. Da wird man, wenn man zu spät kommt, keinen Platz mehr kriegen. Ja, noch ein letzter Geheimtipp für die, die das Video zu Ende geguckt haben. Passantenhafen 5G sollte man nehmen, wenn die anderen nicht funktionieren. Bis zum nächsten Vlog.